hier los? So you had a talk with Andre, and now you Ja. want to discuss things with Noid? Ja, wie gewöhnlich ist er über seinen Werkzeugkasten gebeugt und sortiert genervt Bolzen. That's fine, man. But I've got to warn ya, our signs are still off. It'll take some time for me to get my sigh on. Aber ich dachte, jetzt wäre alles in Ordnung, was die Sinusse angeht. I'm doing what I can. Na gut. It's not easy for him. It probably took him years to get used to Andre. Erzähl mir von den Maschinen, die du in der Kirche gesehen hast. Weird stuff. Specialized. There was a data processor and some sort of long-wave machinery. Oh Gott, vielleicht sitzen da die Söldner drin. Wires going into water. Gives off a spy sign. Or some fucked up Samaran science sign. You know, the kind that goes head first into the supernatural. Was hast du gegen das Supernatürliche? Nothing's wrong with it. You should definitely be researched. You can still do sick shit with it though. The sickest. That's perhaps why it should be researched. Das Supranatürliche. Du glaubst also, dass es das wirklich gibt? Dass es tatsächlich existiert? Most of it doesn't exist. But there's also stuff that isn't allowed to exist. Because the moralists think it's too dangerous for the plebs. Psionic powers, pale-related diseases, pretenders pretending to be human, folk rights, that kind of stuff. Warum heißt du Noid? The hardcore aesthetic is esoteric. It's not meant to be discussed with the law at this moment. Okay. Er hebt ein kleines Gerät auf. It's not easy to reach a harmonic resonance of signs without some adjustment. Okay, vielleicht komme ich später wieder. Back to the heavyweight jam. Sagt der junge Mann mit dem Tonbandgerät und den großen Boyadero-Stiefeln. Auf seiner silbernen Gürtelschnalle sprießen lungenförmige Bäume. Hardcore! Ah, verdammt. Ich weiß es immer noch nicht. Ich sage nichts. Hardcore! Ich sage immer noch nichts. Hardcore to the mega! Ich sage nichts. Internally coherent! Ich sage nichts. Allcore! Alright! Yeah! Ich sage nichts. He furrows his brow as his very large head traces the sublime, invisible movement of the music in the very real air of the stuffy tent. Hardcore! Ah! Er schreit qualvoll und übertönt den eher schwachen Beat darunter, der offensichtlich nicht wirklich Hardcore ist. Okay, so Hardcore. Is it though? Aha, er hört abrupt auf, sich zu bewegen und neigt den Kopf zur Seite. Ist es? What is it? I mean, really? Wie eine Eule neigt er seinen Kopf zur anderen Seite. Feels like you should reply with the very pinnacle of idiocy here, so that things get totally transcendent. But you haven't gotten there yet, so you don't know what to say. Ach verdammt. Das habe ich auch gedacht. I am the mic enforcer. I am the chick's checker. Yeah! Alter. Ist das weird? Ach, Logik. Was können wir da machen? Oh, doch bestimmt noch irgendwas. Ja. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist hässlich. Und noch das. Oh, die ist ja sogar noch besser. Oh mein Gott.
Das... Nein, nicht du. I see. Du. Hi again. So, how things going? Immer noch nur 8%? Okay, so the Speed Freaks want to start a club for dance music. That much checks out. Youths like music. You feel as though you might have liked music more when you were young, too. But you digress. Dann ist da noch die Narkomanie. Indeed. So one of them came upon the abandoned church. They want to turn it into a club for dance music, but agents of narcomania have overrun it. You shudder to think of all the narco they must have already consumed in there. Narco is bad. Plus, and it has to be considered, you can't invent the future of dance music in this smelly old tent. Imagine if you had the church. That settles it. Analysis complete. Their story checks out. Ja, für mich auch. As always, we'll be right here, waiting patiently for the news. Yeah! Das hat also nicht viel gebracht. Kugeln. Ich habe eine Kugel. Aha. Aber ich sollte jetzt wohl nicht mit der Waffe rumlaufen, oder? Noch mit ihm sprechen. A shaggy-looking girl Ach, ihr. in her late teens or early 20s kneels on the ice with an electronic contraption in her hand. Hearing you approach, she looks up. Oh, hello there. She must be Estelle, the last of the speed freaks, Hossie. It's cold out here, but she's not wearing a hat. She must be freezing. Ich habe ganz viele Mützen. Everyone knows drugs make you invulnerable to cold. You bet this one likes to party. Du musst Estelle sein. That's my name. I take it you have met the others. Did they tell you about the church and the club thing? Das haben sie. Will you help us? Und wie ich euch helfen werde. Great. Let us know if there's any progress, will ya? We've been waiting for weeks here. Liebes Kind, es ist eiskalt. Hast du denn gar nichts aufzusetzen? Huh? Ich sagte, du solltest etwas gegen die Kälte aufsetzen. So should you. You don't have to do anything. Sollte ich ja. Deswegen trage ich das hier. Ich zeige auf meine Kopfbedeckung. Oh, I didn't notice that. Hält schön warm. Du solltest auch eine Kopfbedeckung tragen, wenn du vorhast, dich bei diesem Wetter draußen herumzutreiben. Yeah, well... Look, man, fuck the hat. Na gut. Your pulse rises. What did she just say? That's not how a civilian is supposed to address an officer of the law. Na, sind solche Ausdrücke wirklich nötig? I'm sorry I said fuck the hat. I was concentrating on something else. Okay. My whole family swears and it rubbed off on me. Sie hat einen gequälten Gesichtsausdruck. Sie wird deine Fragen jetzt beantworten. Die anderen haben mir erzählt, dass du in der Kirche warst. Was hast du da drin gesehen? Oh, that. You're not gonna believe me. There's no point in me telling you. She's less prone to blurt it out, crab man, than the others. Das wollen wir doch mal sehen. Erklär es mir. Okay. I went in and I saw a woman next to one of those machines there. Noid calls it a mainframe. She was dressed like someone who's been raised by their grandmother, you know, strange old clothes. Had this absent expression, didn't say anything, just stood still. Erzähl weiter. And then, you know, right behind her, a man crawled down the wall. Upside down like a crab, down the church wall. I think the woman didn't even know he was there. He was completely silent. Ja. He stopped right before he got to the floor, then just hung there like that, looking at me. Right at me.
I fucking turned around and walked out. End of story. Wie sah dieser Krabbenmann aus? It was too dark. I couldn't tell exactly. Du hast dich geirrt. Ich nehme dir die Geschichte ab. Why? Was hättest du davon? Nothing. Anyway, what else? Ich wüsste gerne mehr über deine Bekannten. My associates. I haven't got much to say about them. Was meinst du damit? Du musst doch irgendwas über sie wissen. Of course I do. I just don't tell people about my friends and who they are and so on. I don't provide information on them. Was ist mit dir? Erzähl mir etwas über dich. Me? I'm a silver bird. Aha, in Ordnung. Vielleicht frage ich dich später nochmal danach. Don't know what makes you think it'll be any different later, but Wir werden sehen. Was hast du da für ein Gerät? this is a portable recording device. It's for field recording. Low quality, but still. Und die Kabel? Actually, just one wire. I picked on it till the braiding came loose. The wire leads to a contact microphone. Was ist denn ein Kontaktmikrofon? A contact mic records sounds from inside things, like this ice. Nice. You could maybe bug someone with it. Wiretapping. Wie funktioniert das Ding? The mic? I don't exactly know. Somehow it doesn't pick up vibrations from the air. The book said it only picks up structure-borne sound, if you like technobabble. Wo hast du das Mikro her? Same place I got the recorder from, the Palaceum. Was ist denn das Elysium? Oh man, you haven't been to the Palaceum? It's the coolest place in this whole drug-addled shithole. Oh, okay. It's a music club and a synthesizer workshop on Boogie Street in Jamrock. Musicians live there, like real musicians. I once saw Arno van Eyck. Thinking about it really cheers her up. It's a long way from here, though. Klingt interessant. Wer ist dieser Arno? Oh yeah, guess you wouldn't know Van Eyck. Or really be a Palaceum-going kind of person. Ich gehe voll ab. I don't know what that means. Ich grinde. I don't know what that means either. Ich auch nicht, aber ich habe konkrete Beweise dafür, dass ich rocke, nämlich ein zerstörtes Tonband und ein völlig demoliertes Hotelzimmer. That's cool. Sie pustet in ihre hohlen Hände, um sie zu wärmen. Sie scheint nicht zu wissen, was sie sagen soll. Du hast recht, die Zeit war nicht gnädig mit mir. Sucks, man. Ah, Was there Mann. something else? About the contact mic, perhaps? Ehrlich gesagt hatte ich ein paar Fragen an dich, bei denen es nicht um Mikros geht. Okay. Was machst du hier draußen in der Kälte? Recording, I guess. Und was genau nimmst du auf? I think I'm recording cracks in the ice. But there's no way to tell. Not without headphones. I think I just recorded your footsteps too. Not sure how that will sound. Sie kratzt sich an der Stirn. Moment, was ist mit den Kopfhörern? My boyfriend sold them. Aber warum? I don't know, man. Things. Just stuff you need for life. Everything checks out, sire. Und wozu dienen diese Aufnahmen? Das Knacken des Eises, die Schritte? The musicians in the Palaceum used them for making music. They looped the stuff, cutting the tapes together. They make music out of cracks in the ice and keys jangling. Crazy sounds like that. It's hard to explain. Ich nicke nur. Anyway, I thought I'd make some too. It's supposed to be, like, a music place anyway. Ja, warum nicht? Sie reibt sich die Schultern und lässt ihren Blick schweifen. The girl is cold all of a sudden. Very cold. I don't really know what I'm doing. They use synthesizers too. I don't have a synthesizer. She looks at the recording device. The thing she thought would fill her hours with joy and escape. It's turning out to be an empty fantasy. She feels childish. Very useless all of a sudden.
Ich guck mal, ob ich ihm eine Kopfbedeckung geben kann. Hier, du hast es dringender nötig als ich. Thanks. Mein Hut. Oh Gott, mein Hut. Sie setzt Dick Malens Hut auf. Er ist etwas zu groß für sie. Aha. Soll ich dir meine Jacke auch noch geben? No, ma'am, fuck that. I'm sorry I said that. I'm sorry about the fuck. Na schön. She's shivering a bit. Du hast gesagt, es soll ein Musikclub sein. Hast du damit Andres Pläne gemeint? Die Kirche? Yeah, the boys think it could be a place, like the Palaceum or something. Stupid. It's really not gonna be a Palaceum, that's for sure. Die Jungs? Yeah, Andre and the guys, inside the tent. And why is that? Warum frierst du hier draußen, während die Jungs im Zelt sind? They got too much stuff crammed in there. No room. Was für Zeug denn? Didn't you see it yourself? It's mostly music stuff, like this tape recorder, but bigger. Warum lasst ihr nicht einen Teil der Sachen draußen, damit du nicht frieren musst? That stuff is more expensive than I am. More expensive than any of us, really. Doesn't matter. I can take the cold. Toll. Ich habe weitere Fragen. Go ahead. Erzähl mir mehr über diesen Musikclub, den ihr in der Kirche plant. It's supposed to become like a club for anodic dance music, like that new style of synthesizer stuff they play at the Palaceum. Except that, yeah, Sie betrachtet die alte Holzkirche auf den Fällen. Als eine heftige Böe das 6 Stockwerke hohe Gebäude ergreift, heult es klagend auf. The floorboards are twisting, and the shooting beams are slowly cracking, like bones. Far east of the Golden Delta, beyond the industrial port, there is a black patch of unlit coast with the smallest creatures on the ice. There will never be a club for anodic music here. Not in a million years. Was ist anodische Dancemusik? you know, anodic, cathodic, music that's made with electronic instruments. Was für elektronische Instrumente? Synthesizers and tape consoles. Microcomputers too. Anything that uses electricity, but isn't guitars. Also found sounds, stuff like that. You see clear, beautiful, violent flashes of light. Light cutting through a smoke-filled darkness. That is what the future will look like, if it ever comes. So, genug über die Kirche geredet. Ich hatte noch eine weitere Frage. Go ahead. Na, das können wir mal versuchen. Das Tonbandgerät liegt wie ein weggeworfenes Spielzeug auf dem Eis. Ich hebe es auf. The device is still warm from her touch and heavy as a brick from the batteries inside. The company logo, Omicron, adorns its yellow plastic cover. Inside, the tape is rolling. The girl looks at the device in your hands. Omikron? Ernsthaft jetzt? Wollen die mich verarschen? Es tut mir leid, dass du hier auf dem Eis sitzen musst und unglücklich bist. In deinem Alter oder in jedem anderen Alter, bei diesem Wetter darauf zu warten, dass es dunkel wird. She looks you in the eye, her pupils wide, surrounded by a ridiculous amount of makeup. Die Leute, die diese Welt erbaut haben, hatten etwas Besseres für dich im Sinn, aber sie sind gescheitert. Mit diesem Gerät an deiner Seite ist es einfacher, mit ihrem Versagen zu leben. The wind howls. She remains silent. It's real. Tell her. Es ist keine kindische Fantasie. Gegen das, was dich ereilen wird, kann es eine wahre Waffe sein. What is? Ihre Schultern zittern ein wenig. Nichts, wenn du das hier hast. Hab keine Angst. Okay, I'll stick to it. Gut. Something changes between you two. She looks at you differently now. As an equal.
a fellow human being. So thanks, I guess, for the psych session. Maybe I can return it. What's been eating you, officer? Du hast gesagt, etwas würde an mir nagen? Nichts nagt an mir. Come on, I can tell. But, okay. Be a boyadero about it if you want to. Ich schätze, es gibt schon etwas, das mir mein Leben zur Hölle macht. What is it? Leute. Ich glaube, es ist die Not der Arbeiterklasse. Oh. Really? Der Golem des Kapitals läuft amok, vernichtet Schöpfer und Sklaven zugleich. Ich fürchte, dieser Prozess ist unumkehrbar. Wow. Social justice really matters that much to you? That's commendable. It really had you shaken up there. Are you sure that's it, though? Ich habe nicht viel von dieser Welt gesehen, aber angesichts dessen, was ich gesehen habe, klingt soziale Gerechtigkeit wie Jugendslang. Der Begriff klingt schon fast liberal. Was mich auffühlt, ist der Kampf des Volkes, und zwar sehr. Yeah, man. They're pretty bad. Sagt's sie und klingt dabei nicht allzu überzeugt. Macht mich krank, der Gedanke an die Tausenden, Millionen, Milliarden. Wie viele Menschen gibt es eigentlich? Wie viele Menschen gibt es auf der Welt? A city has millions in it. So the world would have a lot more. I think I knew the number once. Zu viele Millionen, als dass man es genau sagen könnte. Alle erdrückt von der Tyrannei des Marktes. Es ist furchtbar. Yeah, that's pretty bad. Are you sure you're not just hung up on some chick, though? Jetzt, wo du es erwähnst, ich habe diese Briefe wiedergefunden, die ich in den Müll geworfen hatte. Sie könnten etwas damit zu tun haben. Okay. Why'd you think that? Sie waren in einer weiblichen Handschrift verfasst und, Junge, es hat sich gar nicht gut angefühlt, sie zu lesen. There you have it then, chick trouble. Not political after all. Who was she? Ich kann mich nicht erinnern. Really? You seem to be pretty upset about this chica. Are you sure you don't remember anything about her? Ich erinnere mich nur an ihren Duft. Wow, man. That's some pretty strange shit. Are you sure the letters were for you? Ja, ganz sicher. Warum hätte ich sonst so stark reagieren sollen? How come you don't remember, though? Is it like some selective memory thing? Moment, was meinst du denn mit selektiver Erinnerung? Man, when I get hurt, I just want to forget that shit, you know? That kind of selective memory. Da könnte etwas dran sein. Selektive Erinnerung. Yeah. Or it might just be some psych bullshit, you know? Königstein wank. Was ist dieses Königsteiner Geschwurbel? You know, the psych thing they've got going on there. Rich people like it. People in Königstein are mostly rich. Ja, na dann vielen Dank für das Psychogelaber. You're welcome. Might be for the best to keep that shit forgotten, though. Just my opinion. If it itches, don't scratch. Yes, but it itches really, really bad. Mal schauen, ob wir noch was über die anderen jetzt in Erfahrung bringen können. My associates? I haven't got much to say about them. Beantworte bitte einfach die Frage. Sorry. I just don't tell people about my friends and who they are and so on. I don't provide information on them. Okay. Don't know what makes you think it'll be any different later, but... Ich weiß es auch nicht. Das war es eigentlich fürs Erste. Okay. Bye. Sie wendet ihre Aufmerksamkeit wieder dem Aufnahmegerät zu.